Eines Tages sollte sich die Welt verändern. Die Pforten öffneten sich und somit gelangen zum ersten Mal in der Geschichte fremde Lebewesen in den Turm. Es war eine Gruppe aus 13 Personen. Schnell verstanden sie, dass sie ungewöhnlich waren und sich von den anderen Lebewesen im Turm unterscheiden. Fortan wurden sie die Irregular genannt. Ihr Anführer, ein junger Abenteurer mit dem Namen Sahat, verstand etwas, was alles auf den Kopf stellen sollte. Diese Energie, die alles im Turm umgibt, diese Substanz, die der Luft und gleichzeitig dem Wasser doch so ähnlich ist viel mehr als das. Sie ist der Turm selbst und somit alles, was man sich nur vorstellen kann. Also brachte er auch seinen Freunden bei, wie man das heilige Wasser, Shinzo genannt, benutzen kann. Jeder von ihnen entwickelte unterschiedliche Fähigkeiten und so begannen sie schnell damit ihre Kräfte zu messen und schon ehe sie sich versahen, bewältigten sie die Prüfung der Guardian. Ganze 134 Mal taten sie dies. Doch im Laufe der Zeit kristallisierte sich etwas heraus. Sahat hatte sich schleichend verändert. Der Abenteurer war nicht mehr wiederzuerkennen. Stattdessen wollte er nun zum König werden und über den Turm herrschen. Er schloss mit dem Guardian der 134. Ebene einen Vertrag, um dieses Ziel zu erreichen. Anschließend teilte er den Schlüssel für die 135. Ebene in 2 und versiegelte ihn in 13 Waffen und 3 Ringe. Er prophezeite, dass es eines Tages sein Sohn wäre, der den Turm bis in ungeahnte Höhen besteigt. Doch damit stimmte nicht jeder überein. Die Frau, die er über alles geliebt hatte, wand sich von ihm ab und brannte mit Vi, einem anderen Irregular, durch. In seiner Verzweiflung machte Sahat ihr einen Antrag, doch sie lehnte ihn ab und anschließend zogen die zwei Parteien in den Krieg, welchen Sahat allerdings prompt beendete, indem er ihren Säugling tötete. Daraufhin drehte sie durch und Vi, der Mann, der im Gegensatz zu allen anderen nie einen Unsterblichkeitsvertrag abgeschlossen hatte, brachte sich um. In seinem Abschiedsbrief forderte er sie auf, zurück zu der Gruppe zu gehen und alles zu vergessen. Doch Alin dachte nicht daran. Durch einen Zauber schützte sie den Leichnam ihres Babys vor dem Verrotten und suchte einen Weg in die Außenwelt. Als sie ihn schließlich gefunden hatte, bot sie ihm dem Gott der Außenwelt an und prophezeite, dass Gottes Bote eines Tages in den Turm käme und den Vorn hinterlässt, der den korrupten König töten soll. So viel zur Überlieferung. Aber diese Darstellung wird der wahren Geschichte nicht gerecht. Die folgende Theorie handelt von einer sehr ähnlichen Geschichte, die doch ein ganz anderes Bild erzeugt. Von einer Geschichte, in der doch alles anders ist, als es scheint. Es ist die Geschichte der tragischsten Figur in Tower of God und der zweite Teil der großen Theorie. Das Tower of God Puzzle gelöst, Teil 2. Sahat wurde uns stets als Abenteurer vorgestellt, wohingegen Vi einen komplett gegenteiligen Charakter gehabt haben soll. Die Person, die andauernd zwischen den beiden vermittelt hat, war Arlene Grace, die Frau, in die Sahat auf der einen Seite verliebt war und die Frau, mit der Vi auf der anderen Seite jedoch zusammen war. Trotzdem, obwohl Arlene Grace und Vi zusammen waren, war stets Arlene Grace, die zwischen Sahat und Vi vermittelt hat. Das zeigt uns vor allem eine Sache: Arlene Grace und Sahat haben trotzdem ein gutes Verhältnis zueinander gepflegt und Arlene Grace wird kaum parteiisch gewesen sein, denn ansonsten hätte es zu weiteren Streitereien geführt und Arlene Grace hätte in Zukunft nicht mehr so gut zwischen den beiden schlichten können. Gerade wenn man sich den jugendlichen Sahat anguckt, dann sollte das auf jeden Fall unterstrichen werden. Dies zeigt sie uns nämlich perfekt anhand eines Edwin Sahat-Moments. Und zwar als Edwin Sahat um Unterstützung bittet und dieser ihm antwortet, dass es seinem Stolz schaden würde, als Support bezeichnet zu werden. Also sollte gefälligst Edwin den Support übernehmen. So eine Person würde es sicherlich nicht zulassen, dass eine parteiische Person einen seiner Streits schlichtet, geschweige denn mehrere. Das Verhältnis zwischen Arlene Grace und Sahat war also gut. Data Edwin ist es, der Vi und Sahat als gegenteilig bezeichnet und genauso ist er es, der sagt, dass Vi besser als Sahat zum König geeignet wäre, obwohl Sahat eindeutig der Anführer ihrer Gruppe war. Warum ist das also so? Die Antwort ist simpel. Vi interessiert sich für die Menschen im Turm, Sahat nicht. Er besaß nicht die Eigenschaften eines Königs, sondern die eines Abenteurers. Also das genaue Gegenteil von dem, was Sahat aktuell macht, denn aktuell sitzt er einfach nur in seinem Palast herum und wartet, wie es scheint. Und das macht Edwin auch mehrmals im Hidden Floor deutlich. Der Sahat, den er kennt, ist kein König, sondern ein Abenteurer. Aber warum sollte ein Mann, der sein ganzes Leben immer nach vorne geprescht ist, auf einmal stagnieren und stattdessen zum König werden? Um erstmal König zu werden, musste er nämlich sein altes Ich begraben.
Rein metaphorisch ist sein altes Ich spätestens in dem Moment gestorben, als er den Vertrag mit dem Guardian der 134. Ebene eingegangen ist. Denn er gibt die Chance auf, weiter nach vorne zu preschen und wählt stattdessen einen komplett gegenteiligen Pfad, mit dem Versprechen, sein Sohn würde die Reise eines Tages fortsetzen. Wie hingegen die Person, die stets das genaue Gegenteil von Sahat war, entscheidet sich aber dazu, den Turm weiter zu besteigen. Und obwohl es vorher theoretisch hätte andersrum sein müssen, da nun mal Sahat der Abenteurer und wie zum König geeignet war, ist es plötzlich so herum. Wir sehen also, dass die beiden sich in diesem Aspekt um 180 Grad gedreht haben. Aber gucken wir doch erstmal, wann Sahat angefangen hat, davon zu reden, ein König zu werden. Denn das ist ziemlich interessant. Der God of Guardian ist kein wahrer Guardian und auch keine direkte Erfindung der Achse, die den Tower erschaffen hat. Es ist möglich, dass sie dahinter steckt, aber die direkten Erschaffer des God of Guardian waren der Workshop, also eventuell Max Seth. Das oberste Ziel des Workshops aber ist es, einen Gott der Kreation zu erschaffen. Und so ist es nun natürlich, dass sie die Starken unterstützen, da diese ihnen helfen, ihrem Ziel ein Stück näher zu kommen. Insbesondere gilt dies natürlich für Irregular, die wirklich in der Lage sind, etwas zu verändern, ganz so wie der God of Guardian es selbst sagt. Und der God of Guardian ist hier eine wirkliche Schlüsselfigur in der Geschichte. An keinem geringeren Ort hat Sahat das erste Mal davon geredet oder gemeint entdeckt zu haben, dass er den Samen eines Königs in sich trägt. Und dass es ausgerechnet an diesem Ort passiert ist, ergibt auch Sinn. Denn der God of Guardian selbst wurde erschaffen, damit die Irregular das wahre Wesen ihres Charakters erkunden. Genauer noch sagt der God of Guardian in Season 2 Chapter 169 zu Bam, dass man sein wahres Schicksal herausfinden soll. Und das ist natürlich der Punkt, wo es mal wieder sehr interessant wird. Im ersten Teil der Theorie habe ich bereits erläutert, dass der Duke die treibende Kraft hinter dem Schicksal der Irregular ist. Und anscheinend ist dies der Ort, an den der Spross zur Korruption Sahats gelegt wurde. Der Workshop und Duke gehen also Hand in Hand. Hier muss man eine Sache ganz klar feststellen, die ein bisschen kompliziert ist. Beide wollen einen Gott erschaffen, aber nur der Duke weiß, wie es wirklich geht, wohingegen der Workshop nach einer Möglichkeit sucht. Was sich der Duke wiederum zunutze macht, denn auch der Workshop, den er wie auch schon die Guardian bewusst hinterlassen hat, zählt zu seinen vielen Schachfiguren. Der God of Guardian ist das Sprachrohr des Workshops, allerdings nicht unseres aktuellen Workshops, sondern dem der Vergangenheit. Denn damals hatte der Workshop andere Ansichten und Erkenntnisse als mittlerweile, denn spätestens das Erscheinen Enrius hat nun mal alles auf den Kopf gestellt. Der God of Guardian wurde geschaffen, um die Irregular so gut wie möglich zu unterstützen, damit sie den Turm weiter besteigen und neue Erkenntnisse gewinnen. Deshalb denkt der God of Guardian auch in gewisser Hinsicht negativ von Sahat. Jetzt lautet die große Frage natürlich, wie kann man das Ganze in einen sinnvollen Kontext setzen? Und dafür werde ich erstmal einige Aspekte nennen. Erstens, Sahat selbst denkt, dass er mit dem Samen des Königs geboren wurde und hat diesen zum ersten Mal beim God of Guardian entdeckt. Zweitens, Sahat trägt ein Monster in sich, jenes mit den mysteriösen, roten, tentakelähnlichen Charakteristika, welche Bam so erschreckt haben, dass er Sahat instinktiv angriff. Drittens, Edwin redet davon, dass Sahat sich mit der Zeit immer weiter veränderte. Also, dass er eine laufende Transformation vollzog, wenn man so will. Viertens, der God of Guardian selbst sagt, dass Bam unter der Versuchung seiner eigenen enormen Kräfte steht. Doch er sollte dieser Kraft gegenüber unter keinen Umständen nachgeben. Er darf nicht wie Sahat werden. Zusätzlich spricht er davon, dass diese Begegnung zwischen ihnen eventuell Schicksal war. Fünftens, der Hidden Floor wurde erschaffen, um ein Abbild des jugendlichen Sahat zu hinterlassen. Sein Hintergedanke dabei war, ein Abbild seiner menschlichen Form zu hinterlassen, bevor er ein höheres Wesen wird. Es spielte sich also unmittelbar nach der Revolution ab. Sechstens, König Sahat hat den God of Guardian deshalb gebeten, stärker zu werden, weil er einen Ort erschaffen wollte, an dem jeder glücklich sein kann. Also, halten wir uns kurz vor Augen, dass der God of Guardian in der Absicht geschaffen wurde, aus den Irregularen das Beste herauszuholen, beziehungsweise um sie stärker zu machen. Dies alles natürlich unter dem Gesichtspunkt, in der Zukunft möglichst viel über den Turm herauszufinden und der Frage, wie man einen Gott der Kreation erschafft, immer näher auf den Grund zu gehen. Und jetzt werde ich die einzelnen Aspekte, die ich eben genannt habe, passend zum Namen der Theorie, zu einem Puzzleteil zusammensetzen. Sahat geht in den Reistopf und erfährt von dem wahren Wesen seiner Natur. Wir wissen, dass er seit diesem Tag fast schon besessen von der Idee ist, König zu werden. Doch sein Abenteuerwille schien noch nicht gebrochen, wie uns der Data Sahat auch zwischendurch immer mal wieder zeigte. Nichtsdestotrotz stellte dieser Zeitpunkt in der Geschichte
den Turning Point dar. Was hat Sahat dazu veranlasst, davon auszugehen, dass er den Samen eines Königs in sich trägt? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns angucken, was Bam gesehen hat. Bam hat sozusagen sein Inneres betreten und ist dabei erstmals auf die Blue Frühsa gestoßen. Stellen wir uns jetzt also vor, dass Sahat denselben Prozess durchlebt hat. Er betritt sein Inneres und begegnet zum ersten Mal dem Monster, das er in sich trägt. Während Bam sich von dieser Kraft hat zuerst nicht korrumpieren lassen, so hat der Besuch bei Sahat Früchte getragen. Dazu passt auch, dass Sahat zu diesem Zeitpunkt, soweit wir es beurteilen können, das Gegenteil von Bam war, sowie auch das Gegenteil von Vi war. Um ein Beispiel zu nennen, einfach mal dasselbe, was Erdogan zwischen Sahat und Vi bringt. Bam interessiert sich sehr für seine Mitmenschen, selbiges gilt für Vi. Zu diesem Zeitpunkt anscheinend nicht aber für Sahat. Heißt also, während Bam sich nicht korrumpieren lässt, lässt Sahat sich korrumpieren. Was aber könnte das Monster ihm erzählt haben, das ihn überhaupt erst so weit treibt? Wie wir schon bei der Blue Frühsa gesehen haben, versuchen diese Wesen es nämlich mit Aspekten, die der Person besonders wichtig sind. Und in Sahats Fall könnte es also niemand Geringeres als Arlene Grace gewesen sein, womit das Ganze seinen Anfang nahm. Das Monster könnte ihm also erzählt haben, dass er dazu auserkoren ist, König zu werden. Und sobald er König würde, könnte er Arlene Grace heiraten. Deshalb machte er ihr später auch einen Heiratsantrag, nachdem er König geworden ist. Doch das alles waren nur die Anfänge. Denn der Sahat zu diesem Zeitpunkt hatte noch immer Abenteuer-Ehrgeiz, hatte noch immer Freunde, Menschen, die ihm wichtig waren und auch einen gewissen Grad an Unwissenheit. Doch dieses Monster hat Sahat schleichend verändert, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sahat selbst nicht mehr ein- und aus wusste, aber dieses Kapitel kommt erst später dran. Das alleine würde vermutlich nicht ausreichen, um alles zu erklären. Also, warum Sahat seinen Abenteuer-Ehrgeiz verloren hat, warum er König wurde, obwohl Arlene Grace es nicht wollte und es ihre Beziehung sogar zerstörte, warum er denkt, dass das Schicksal Bam und mit ihm spielt, warum er zu seiner Data-Version sagt, dass er es vielleicht bereuen wird, Bam geholfen zu haben, warum er davon redet, das Schicksal auf der gleichen Höhe wie Gott selbst zu sehen und warum König Sahat Angst hat. Es gibt noch mehr Fragen, aber eine ist besonders interessant. Warum fragt sich selbst der Data Sahat, was der wahre Grund für die Veränderung Sahats war? Die bloße Frage gibt uns eine essentielle Information mit auf den Weg. Die wahre Veränderung würde höchstwahrscheinlich durch etwas anderes ausgelöst, was Data Sahat selbst fremd ist. Die einzige Möglichkeit, dass Data Sahat diese Information ursprünglich hatte, wäre, dass Sahat sie gelöscht hat. Allerdings scheint es mir hier in dieser Situation nicht so zu sein. Und diese Veränderung wurde vermutlich an jenem Tag ausgelöst, als Sahat die Wahrheit erfuhr. Wir wissen praktisch, dass noch mehr dahinter stecken muss. Die wahre Verwandlung setzte er später ein. Und jene Verwandlung wurde vermutlich an jenem Tag ausgelöst, als Sahat die Wahrheit erfuhr. Wir wissen praktisch, dass noch mehr dahinter stecken muss. Die wahre Verwandlung setzte er später ein. Sahat war offensichtlich so durch den Wind, dass er Arlene Grace einen Heiratsantrag machte. Alles in allem finde ich auch, dass Sahat auf dem kleinen Panel sehr durch den Wind aussieht. Das ist also sozusagen der zweite Turning Point in Sahats Geschichte. Und ich glaube, dass die wahre Verwandlung zum scheinbar emotionslosen, kalten, mächtigen und bedrohlichen König erst später einsetzte. Und das alles hat mit zwei verschiedenen Gruppen zu tun. Auf der einen Seite hängt es mit Bam und Arlene Grace zusammen und auf der anderen mit dem Monster, Wangnan, Karaka und dem Captain. Hierfür ist eine bestimmte Stelle auf dem Hidden Floor sehr interessant. Es gibt dieses Panel, in dem Sahat behauptet, das Schicksal manipulieren zu können, und anschließend bekommen wir zwei Szenenwechsel. Nicht einen, sondern zwei in jeweils einem verschiedenen Kapitel. Das erste in Kapitel 377, in welcher erst Wangnan mit dem sprechenden Schwert und dann Yuri und Karaka gezeigt werden, also die beiden Ringträger, die wir bis zu diesem Zeitpunkt kennen, und eine Prinzessin von Sahat. Zudem die erste Prinzessin, die wir kennengelernt haben. Und das ist noch nicht alles. Ich denke nämlich, dass das Schwert noch extrem wichtig wird und etwas Fundamentales mit dem Monster in Sahat zu tun hat, was auch der Auslöser sein könnte, weshalb er behauptet, das Schicksal von derselben Höhe wie Gott zu sehen. Dann aber bekommen wir in Kapitel 378 eine andere Transition. Erst sagt Sahat, dass er gelernt hat, das Schicksal zu manipulieren, und dann sehen wir Bam. Daraufhin sagt der erwachsene Sahat dann etwas sehr Interessantes zu seiner Data-Version. Er würde nicht verstehen, wer der Junge wirklich sei. Nicht mal er selbst würde es komplett verstehen. Allerdings würde seine Data es vermutlich bereuen, ihm geholfen zu haben, wenn er es wüsste. Das heißt also, uns werden die beiden Gruppen gezeigt, die maßgeblich für die Veränderung verantwortlich sein müssen. Ich denke, da braucht man nicht mehr groß zu diskutieren. Was auch immer ihre Beziehung ist, der Sohn von Arlene, Wangnan Karaka der Captain,
Das Schwert und Yuri als Prinzessin haben maßgeblich Einfluss in Sahats Entwicklung oder aber zumindest in seinem Plan gehabt. Sowas baut Tziyu sicherlich nicht ohne Grund ein und das bringt uns dann auch zu den nächsten beiden Kapiteln. Der Prinz von Sahat und die Gefäße von Sahat. Insofern wir die Prophezeiung ernst nehmen, und das sollten wir, denn immerhin nimmt Gustang sie ernst, dann wird es der Prinz von Sahat sein, der das Tor öffnen wird oder es zumindest öffnen soll. Dazu passen auch hervorragend die beiden Teile des Schlüssels, die uns eigentlich auch schon verraten, wer der Prinz von Sahat ist. Denn sowohl die Ringe als auch die Schwerter warten auf den rechtmäßigen Besitzer bzw. auf eine Person, die das Tor zur 135. Ebene öffnen soll. Und es gibt nur eine Person in der ganzen Geschichte, auf die, Stand jetzt, jede dieser Eigenschaften zutrifft. Die Prinzessinnen von Sahat sind in Wahrheit nicht in der Lage, mehr als eine Waffe zu tragen oder zumindest drehen sie durch, sobald sie zwei entzünden. Der Grund dafür ist, dass auf den Schwertern ein sehr mächtiger Fluch liegt, welcher selbst Yuri Sahat und En Sahat in seinen Bann ziehen konnte. Der Fluch ist sehr mächtig und anscheinend warten die Schwerter auf die Person, die in der Lage ist, den Fluch zu umgehen und somit zum rechtmäßigen Besitzer werden kann. Auf der anderen Seite haben wir eine Prophezeiung, von der Rachel geredet hat, die etwas mit den Ringträgern zu tun hat. Rachel meinte zu Wangnan, dass sich das Tor öffnen würde, wenn alle von ihnen bereit wären, den Turm zu besteigen. Hier hat Tziyu mal wieder eine Technik angewandt, die sich roter Hering nennt. Es bedeutet quasi so viel wie jemanden auf eine falsche Fährte zu locken. Dadurch, dass sie von den Ringen redet, die die zweite Hälfte des Schlüssels beinhalten sollen, gehen wir natürlich davon aus, dass sie mit dem Tor das Tor zur 135. Ebene meint. Allerdings ist das Quatsch, es macht nämlich einfach keinen Sinn. Sie sagt, dass sich das Tor dann öffnet, wenn alle von ihnen bereit sind, den Turm zu besteigen. Da wir erstens wissen, dass Tziyu im Zusammenhang mit Sahat sehr gerne die Zahl 3 benutzt und da wir zweitens wissen, dass es kaum Sinn ergeben würde, am Ende noch einen weiteren von ihrer Sorte einzuführen, würde ich davon ausgehen, dass Wangnan der letzte von ihnen war. Dazu passt auch das Schraubenpanel, welches wir bekommen haben, als Wangnan und Karaka aufeinander trafen. Man sah 3 Schrauben, von denen ausgerechnet 2 eingedreht waren. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass es 3 von ihnen gibt und Wangnan der letzte ist. Was ja auch passen würde, weil Wangnan immerhin eine der Hauptfiguren ist und zum selben Zeitpunkt wie unsere Hauptfigur den Turm besteigt. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass sich das Tor längst geöffnet haben müsste. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ob ich damit sagen will, dass das Tor schon geöffnet ist? Ja und nein. Die Rede ist nämlich nicht vom Tor zur 135. Ebene, sondern zum Tor in den Tower. Denn dieses Tor hat sich zufällig dann geöffnet, als Wangnan bereit war, den Turm zu besteigen. Bam und Wangnan haben sich nämlich auf der 20. Ebene getroffen, wohingegen Khun bereits auf der 25. Ebene war. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass Wangnan wenig später begonnen hat, den Turm zu besteigen, da Khun eben auch deutlich schneller als er unterwegs war. Und die Prophezeiung sagte nun mal auch nicht aus, dass sich das Tor öffnet, wenn alle von ihnen angefangen haben, den Turm zu besteigen, sondern wenn sie bereit sind. Heißt also, Wangnan war bereit, den Turm zu besteigen und genau dann hat Bam diesen mit Rachel betreten. Dann geriet Bam zu Fuck, Khun ist eine Ebene aufgestiegen, Wangnan begann damit den Turm zu besteigen und Khun hat den Turm in schnellem Tempo bestiegen, wohingegen Wangnan etwas langsamer war und spätestens auf der 20. Ebene für eine Zeit versteckte. Das heißt also, dass es sich bei dem Tor, das sich öffnen sollte, um nichts anderes als Bams Ankunft im Tower handelte. Auf der anderen Seite haben wir die Prinzessinnen mit der 13-Monats-Serie, auf der ein Fluch liegt. Ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Bam kann diesen Fluch vermutlich brechen, denn immerhin konnte er bislang jeden Fluch brechen. Er ist immerhin auch Arlens Kind. Das heißt also, Bam ist der Prinz von Sahat, denn beide Schlüsselteile warten auf ihn, nämlich auf die Person, die den Turm in ungeahnte Höhen besteigt, also den Prinzen von Sahat. Aber das wäre ja zu einfach und außerdem möchte ich die ganzen anderen Anhaltspunkte nicht zurückhalten, denn da gibt es noch einige mehr. Season 2 trägt den Namen Die Rückkehr des Prinzen, wohingegen der erste Arc der Prinz von Sahat heißt. In diesem Arc werden uns 2 Charakter vorgestellt, die potenziell der Prinz sein könnten. Erstens Wangnan, zweitens Bam. Um hier einfach mal ein bisschen unorthodox zu beginnen, würde ich einfach mal das Ausschlussverfahren anwenden, denn dieses zeigt uns eigentlich schon, dass Wangnan sehr wahrscheinlich nicht der Prinz ist. Dafür werde ich zunächst einmal die Argumente für Wangnan aufzeigen, um diese anschließend so weit wie möglich zu entkräften. Erstens, Wangnan sieht aus wie Sahat. Zweitens, Wangnan trägt den Ring, der einen Teil des Schlüssels beinhalten soll. Drittens, Wangnan scheint unsterblich zu sein. Viertens, Wangnan hat die Hörner, die König Sahats Monsterform besitzt. Fünftens, Wangnan möchte König werden. Sechstens, Wangnans Name rückwärts gelesen bedeutet, ich bin Prinz. Siebtens,
Wangnan wird Prinz des Rotlichtviertels genannt, was darauf schließen lässt, dass er ein uneheliches Kind ist. 8. Das sprechende Schwert, ich weiß, streng genommen ist es kein Schwert, hat auf Wangnan in der Wiege des Königs gewartet. 9. Über Wangnan wird gesagt, dass er den Samen eines Königs in sich trägt. Ich kann verstehen, dass das eindeutig wirkt. Allerdings ist Siu ein Meister der roter Hering-Technik, also ein Meister darin, uns auf eine falsche Fährte zu locken. Einige der Punkte werden im Gefäßpart erklärt werden, denn so würde es viel mehr Sinn ergeben, aber ich versuche trotzdem schon mal, ohne zu viel vorwegzugreifen, die bereits zu entkräften sind. Dazu sei angemerkt, dass es leider nicht so einfach ist, das alles komplett geordnet zu erklären, weil man teilweise einfach kreuz und quer greifen muss, in den anderen Part reingehen muss, aber ich versuche es dennoch für den roten Faden so weit wie möglich zu vermeiden. Also, Wangnan soll aussehen wie Sahat und trägt einen Ring von Sahat. Allerdings ist er dabei nicht alleine, denn es gibt neben ihm noch mindestens Karaka, der einen Ring trägt. Und mindestens den Captain, der Sahat sogar noch ähnlicher sieht. Und da ich ganz gerne auf die Details in den einzelnen Gesprächen achte, ist mir auch eine Sache aufgefallen. Gustang spricht von dem wahren Prinzen, wobei dem wahren in dem Fall impliziert, dass es nur einen wahren Prinzen gibt und eventuell Fake-Prinzen, die somit eigentlich keine Prinzen sind. Außerdem spricht der Name der 2. Season und des 1. Arcs auch einen Prinzen an. Da fragt man sich dann natürlich, wie das zusammenpasst, denn Wangnan scheint ja nicht allein zu sein. Man könnte zumindest beim 1. Arc argumentieren, dass Wangnan der einzige von ihnen wäre, der aufgetaucht ist, aber das stimmt nicht so ganz, denn auch Karaka macht gegen Ende des Arcs seinen Auftritt. Außerdem ist Wangnan nicht zurückgekehrt, wie Rippelista es gesagt hat. Er war die ganze Zeit dabei, den Tower zu besteigen, steckte zwar fest, hat es aber trotzdem versucht. Im Gegenteil zu Bam, der erst bei Fuck untergetaucht ist und dann wieder auf der Bildfläche erschien, wenn man so will. Also, zum nächsten Punkt. Wangnan scheint unsterblich zu sein und selbiges gilt auch für Karaka. Dieser Punkt lässt sich durch den Vertrag, den Sahat mit dem Guardian der 100. Ebene geschlossen hat, erklären. Allerdings würde es hier besser passen, wenn Wangnan kein Kind, sondern ein Gefäß von Sahat wäre. Wir wissen, dass die Kinder gewisse Verträge übernehmen können. Allerdings scheint mir das bei Wangnan und Karaka eher unwahrscheinlich. Das würde dann nämlich bedeuten, dass die direkten Kinder der 10 Familienoberhäupter und Sahat unsterblich sein müssten oder zumindest diejenigen, die 2 Elternpaare haben. Ensahat ist ein Beispiel, an dem wir es nicht ausschließen können, weil sie lediglich versiegelt und nicht getötet wurde. Anhand der Kinder von Yurin Ha und Ari Han lässt es sich auch nicht ausschließen, weil sie immer noch am Leben sind. Das heißt also, dieser Punkt lässt sich nicht wirklich beweisen. Allerdings gibt es hier etwas, was es doch unwahrscheinlich macht. Wangnan wird als Prinz des Rotlichtviertels bezeichnet, was darauf schließen lässt, dass er unehelich sei. Mal abgesehen davon, dass Sahat angeblich kein Kind mit einer normalen Frau bekommen kann, würde es bedeuten, dass Wangnan nur einen Vertragspartner als Elternteil hat. Selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass wie Bams Vater wäre, dann würde es Wangnan von diesem Vertrag eigentlich der Logik nach ausschließen. Denn Bams Mutter war Vertragspartnerin, er konnte aber getötet werden. Dementsprechend sollte für Sahats Sohn dasselbe gelten, wenn die Mutter ebenfalls keine Vertragspartnerin war, so wie Vi. Und wenn anstelle von Vi Sahat Bams Vater wäre, dann würde es sogar eindeutig beweisen, dass Wangnan nicht deshalb unsterblich sein kann. Allerdings greifen die Logiken hier ineinander und deshalb lassen wir diesen Punkt erstmal außen vor. Die restlichen Punkte werden im Gefäßpart weiter thematisiert, der dann im nächsten Video behandelt wird. Allerdings möchte ich vorab noch ein paar Punkte aufzählen, die es sehr unwahrscheinlich machen, dass Wangnan der wahre Prinz von Sahat ist. Erstens, Wangnan ist zu schwach. Er konnte während seiner Einführung nicht mal mit Eva Yeon kämpfen. Und klar, Eva Yeon ist stark, aber als Sohn von Sahat sollte er sie dennoch übertrumpfen. Zweitens, Wangnan ist nicht in der Lage, den Turm zu besteigen. Und damit meine ich, die Tests der Administratoren abzulegen, denn er ist, soweit wir wissen, kein Irregular. Drittens und zu guter Letzt, ich habe es gerade schon thematisiert, aber Wangnan ist nicht alleine. Der Captain und Karaka sind genauso Kandidaten wie er. Was sollte Wangnan priorisieren? Die Hörner? Ich denke eher nicht. Ich glaube, dass Wangnan, Karaka und der Captain Gefäße von Sahat sind. Was aber lässt mich davon ausgehen, dass Bam der wahre Prinz von Sahat ist. Zunächst einmal wäre da sein Status. Bam ist irregular und kann somit die Prüfungen der Administratoren ablegen. Des Weiteren ist Bam stark genug, um wirklich Sahats Sohn zu sein. Dazu kommt noch, dass Bam nun mal unser Protagonist ist und da wir der Prophezeiung Glauben schenken sollte, soll es nun mal der Prinz von Sahat sein, der den Turm bis in ungeahnte Höhen besteigt. Normalerweise fällt so eine Rolle auf den Protagonisten der Serie. Ebenfalls interessant ist die Erzählung von Garam Sahat. Sie hat ganz offen gesagt, dass sie Bam wichtige Teile verschweigt. Gleichzeitig aber erzählt sie ihm, dass er ein Leichenbaby sei, seine Mutter ihn vermutlich nicht wirklich als Sohn betrachtet, er sein bisheriges Leben quasi von vorne bis hinten manipuliert wurde
und auch, dass seine Mutter indirekt seinetwegen durchgedreht ist. Also muss, was auch immer sie zurückhält, schlimmer als das sein, weil sie sagt immerhin, es könnte Bam ruinieren. Was also sollte so schlimm sein? Etwa, dass Bam den Turm verschlingen soll und dass Sahat, der Mann, den er töten soll und der ihn getötet hat, sein Vater ist? Und ich weiß, nach all dem ist der ein oder andere womöglich immer noch nicht überzeugt und fragt sich, ob nicht Vi Bams Vater wäre und dies Sahat somit ausschließt. Die Antwort lautet nein. Vi ist nicht als Bams Vater bestätigt. Erstmal gibt es zwei Gründe, warum der Großteil der Tower of God Community davon ausgeht, dass Vi Bams Vater wäre. Und ich bin auch lange davon ausgegangen und auf Sius falsche Fährte reingefallen. Grund 1. In Garums Erzählung soll Arlen Grace seit Beginn ihrer Reise in Vi verliebt gewesen, später mit ihm weggerannt und dann soll irgendwann Bam geboren worden sein. Grund 2. Data Edwin bezeichnet Bam als Sohn Vis. Ich glaube, es ist normal, dass man dann davon ausgeht, dass Vi Bams Vater sei, und doch sage ich, dass es nicht bestätigt ist. Zunächst zur Prophezeiung von Garum. Liest man diese aufmerksam, dann wird man feststellen, dass sie Bam nie als Vis Sohn betitelt hat. Es ist lediglich der Eindruck, der durch die Geschichte entsteht. Dann zu Data Edwin. Er gibt uns quasi aus erster Hand die Information, dass er sein Wissen von Han Sung-Yu erhalten hat. Er fragt sich in einem Moment sogar selbst, ob Bam wirklich der Sohn Vis sei. Der Grund, warum er letztlich davon ausgeht, liegt also zum einen daran, dass Han Sung es ihm erzählt hat und dass Bam eine enorme Shinzo-Spannung hat. Doch, ist Bam jetzt der Sohn von Erasia Blossom, weil das Shinzo ihn auch zu lieben scheint? Ich meine, als Sohn von Sahat und Arlen Grace, wiederbelebt von einer der mächtigsten Achsen, die es gibt, mit zwei Vornfragmenten, Red und Blue Freezer, der Seelenkraft und der mysteriösen Fähigkeit, die er scheinbar von der Achse erhalten hat. Natürlich hat er eine starke Shinzo-Spannung. Halten wir also fest, dass Garum ihn nicht als Vis Sohn betitelt hat und Data Edwin lediglich davon ausgegangen ist, weil Han Sung es ihm erzählt hat. Die Frage wäre natürlich auch, was Vi als Bams Vater qualifizieren würde und was rein charakterlich dagegen spricht. Da gibt es nämlich einen Punkt, der doch sehr komisch wirkt, wenn Vi wirklich Bams Vater wäre. Und zwar der Abschiedsbrief an Arlen Grace. In dieser ganzen Geschichte ist es nur Arlen Grace, die durchdreht. Vi hingegen scheint gefasst zu bleiben und so bringt er sich der Geschichte nach zu urteilen nur deshalb um, weil Arlen Grace durchgedreht ist. Ihn selbst scheint der Tod von Bam nicht so sehr zu bedrücken. Und dann ist da noch der Inhalt des Abschiedsbriefs. Warum sollte Vi schreiben, dass Arlen Grace alles vergessen und zurück zu ihrer Gruppe gehen soll? Entweder ist das komplett naiv oder es liegt daran, dass Arlen Grace und Sahat eine Beziehung hatten, bevor Sahat zum König wurde. Immerhin war Sahat von Beginn an in sie verliebt. Die beiden hatten scheinbar ein gutes Verhältnis zueinander und es wäre auch nicht komisch, wenn Arlen Grace und Vi sich vorübergehend getrennt hätten. Da würde mir sogar ein Grund einfallen, und zwar der Unsterblichkeitsvertrag, den Vi nun mal nicht eingehen wollte. Vielleicht haben sie sich darüber gestritten, denn während Vi den Vertrag abgelehnt hat, so hat Arlen Grace ihn angenommen. Wäre es nicht auch irgendwie ironisch, wenn Sahat und Vi sich augenscheinlich einmal im Kreis gedreht hätten und Sahat ausgerechnet bei 180 Grad mit Arlen Grace zusammenkam? Und wisst ihr, was dem Ganzen die Krone aufsetzt? Es gibt da einen Moment, in dem Sahat extrem verzweifelt wirkt. Es ist der Moment, in welchem er Arlen Grace einen Heiratsantrag macht. Es wirkt verzweifelt. Aber überlegen wir mal, wann man so einen Heiratsantrag für gewöhnlich macht. Sicherlich nicht dann, wenn man nicht schon zuvor in einer Beziehung war. Und außerdem ist Arlen Grace daraufhin erst mit Vi weggerannt und hat sich auch dann erst mit Vi verloben lassen. Aber als wenn Arlen Grace und Vi sich während dieser gesamten Reise erst dann hätten verloben lassen. Also meiner Meinung nach passt da irgendwas nicht. Aber gucken wir uns doch erstmal an, was Sahat und Gustang zu Bam sagen. Sahat selbst bezeichnet Bam als Sohn von der Frau, die er mehr als jede andere geliebt hat. Nicht aber als Sohn von Vi. Es wirkt fast so, als würde er Bam bewusst verschweigen, wer sein wahrer Vater ist. Gustang hingegen gibt uns einen noch viel größeren Hinweis darauf, dass eigentlich Sahat Bams Vater ist. Zunächst sagt er auch, dass Bam der Sohn von Arlen Grace sei. Als Bam dann nach seinem Vater fragt, sagt Gustang nur, dass er der schlimmste Mensch war, der ihm je begegnet wäre und dass er nicht über ihn reden möchte. Aber warum sollte Gustang Vi so sehr hassen? Was hat Vi denn Schlimmes gemacht? Er stand weder Gustangs Traum im Weg, noch hat er Gustangs Ehe zerstört und er hat auch nicht seine geliebte Tochter versiegelt. Warum ich das so betone, fragt ihr? Nun, weil Sahat hingegen genau das gemacht hat. Gustangs Traum ist es, alles über den Turm zu erfahren. Und dafür muss dieser natürlich bis an die Spitze erklommen werden. Nun ist es aber so, dass Sahat dem im Weg steht. Deshalb hat Gustang das Prinzessinnensystem erworfen, nur damit Sahat dieses dann so manipuliert, dass keine Frau für ihn gefunden wird und er somit auch keinen Sohn mit einer von diesen zeugen kann. Er steht also Gustangs Traum im Weg und hat ihm zudem betrogen, was Gustang sicherlich nicht gefallen hat, so arrogant und eingebildet, wie er nun mal ist. Gustang sagt von sich selbst, dass er mit kaum jemandem zurechtkommt.
Arlen Grace gehört da schon zu den Ausnahmen und nicht nur ist Sahat dafür verantwortlich, dass sie den Traum verlassen hat, nein, Sahat hat noch 2 weitere Personen aus Gustangs Leben gerissen, die ihm vermutlich noch weitaus wichtiger waren. Gustang war in Eurasia Blossom verliebt und hatte mit dieser ein ebenfalls geliebtes Kind, Eurasia Anne Sahat. Gustang machte sie zur Prinzessin, obwohl Eurasia Blossom dagegen war. Letztlich ist Anne Sahat dann wegen Sahat durchgedreht und wurde von diesem versiegelt. Daraufhin hat Eurasia Blossom sich dann von Gustang getrennt und somit hat Sahat die 2 wichtigsten Personen aus Gustangs Leben gerissen und steht ihm gleichzeitig bei der Erfüllung seines Traumes im Weg. Was also sollte wie gemacht haben, dass Gustang ihn noch mehr als Sahat hasst? Das Einzige, was mich hier drin gestört hatte, war die Tatsache, dass Gustang von Bums Vater in der Vergangenheit sprach. Ganz so, als ob er tot wäre. Was im ersten Augenblick natürlich nochmal für Vi als Bums Vater spricht. Allerdings ändert sich durch die Gefäßtheorie alles. Die Frage, was Wangnan, Karaka und der Captain sind, bleibt, Stand jetzt. Doch mit der Gefäßtheorie wird nicht nur erklärt, wer die 3 sind. Es wird nicht nur erklärt, warum Sahat sich so stark verändert hat, sondern auch, warum Gustang von Bums Vater, also augenscheinlich Sahat, in der Vergangenheit spricht. Das und mehr also im nächsten Video dieser Theorienreihe.